Ja, mein Name ist Dr. Wolfgang Elsässer. Ich bin der Leiter der HNO-Abteilung im Landeskrankenhaus Feldkirch seit über 20 Jahren. Und wir haben hier in Feldkirch ein ganz tolles Team und wir haben zwei Personen bei uns, die sich speziell mit der Implantologie beschäftigen. Das ist auf der einen Seite der Oberarzt Horvath und auf der anderen Seite ich, also meine Person, die vor circa 20 bis 25 Jahren, ich glaube vor 25 Jahren haben wir erstmalig in Feldkirch implantiert. Wir waren damals eine der ersten in Österreich, die Cochlea-Implantate eingesetzt haben. Und ich kann mich ganz gut erinnern, das waren die ersten zwei Patientinnen, das waren zwei Damen, die eine im Alter, glaube ich, von 75 plus und die zweite Dame von 80 plus. Beide Patientinnen waren beidseits ertaubt und das war für uns ein tolles Erlebnis. Nach der äh, Implantologie haben beide Damen wieder kommunizieren können. Man hat mit ihnen telefonieren können. Also das war ein großer Fortschritt für diese Patientinnen, die vorher total isoliert waren im Umfeld und jetzt durch die Kommunikation wieder Kontakt gehabt haben mit der Umwelt. Wir wissen ja alle, dass das Hören extrem wichtig ist. Das ist wichtig für die soziale Ader, die wir natürlich alle in uns haben. Und wenn wir davon abgeschnitten sind, dann kennen wir auch die Folgen. Die Folgen sind Depression. Die Folgen können aber auch sein, wenn wir Alzheimer anschauen. Und der Alzheimer wird immer mehr zum Thema in unserer Bevölkerungsgruppe, weil die Leute auch älter werden und wir wissen, umso schwerer die Schwerhörigkeit ist, umso gröber die Schwerhörigkeit ist, umso mehr ist auch die Demenzentwicklung. Also Demenzentwicklung und Schwerhörigkeit, die hängen unmittelbar zusammen. Das kennen wir aus diversen Studien heraus. Wir haben also die ersten Jahre hauptsächlich Cochlea-Implantate implantiert und sind dann in der letzten Zeit, haben wir dann auch die Bone Bridge und die Sound Bridge implantiert, also das Spektrum erweitert. Über das wird dann der Oberarzt Horvath mehr erzählen. Erfreulich ist für uns alle, und das sind die ganz tollen Ergebnisse, die man hat, mit den Patientinnen, mit den Kindern. Wir implantieren auch Kinder um das erste Lebensjahr. Und wenn man dann die Patienten sieht, wie sie hören können, auch erstmalig ein Kind, das einen Ton wahrnimmt oder Erwachsene, die vor allem dann Wörter verstehen und in einigen Wochen dann viel und viel mehr verstehen können. Das ist für alle ein Erfolgserlebnis. Das ist ein Erfolgserlebnis für den Patienten und es ist ein Erfolgserlebnis auch für den Arzt, der weiß, dass er da auch eine gute Arbeit gebracht hat. Die Implantate, die wir verwenden, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir eines ausgetauscht haben. Also die technische Stabilität ist eine hohe. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Wir sind dann auch in der Nachsorge sehr gut betreut mit dem Landeszentrum für Hörgeschädigte. Von dort bekommen wir hauptsächlich die Patienten, die sagen, okay, wir kommen mit den Hörgeräten nicht mehr weiter. Das Kind oder der Erwachsene, der ist jetzt zu implantieren und dort erfolgt einmal die primäre Kontaktaufnahme und dann, wenn die Patienten dann implantiert worden sind, werden sie dort auch nachbetreut. Und diese Nachbetreuung, die funktioniert in Dornbirn sehr gut und vor allem haben die Patienten dort auch die Möglichkeit, dass sie Patienten sehen, die auch implantiert worden sind und natürlich auch von ihren Lebensgeschichten erfahren und
von denen dann auch ermutigt werden sollte, Zweifel an einer solchen Operation überhaupt bestehen. Also ich würde prinzipiell sagen, die Implantation, das ist eine extreme Erweiterung der Chirurgie und vor allem der Ohrchirurgie, eine sehr erfreuliche Chirurgie. Und wir haben doch in Vorarlberg mit ca. 400.000 Einwohnern haben wir einen schon diversen äh, Bedarf an Implantationen und führen die dementsprechend auch äh, gut aus und auch im Sinne der Patienten und habe da sehr, sehr schöne Kontakte knüpfen können mit den Patienten und auch mit der Nachsorge und auch mit dem Initiator von dem Ganzen, mit Professor Müller, der auch uns heute mit Rat und Tat, wenn ein solcher im Raum steht, auch zur Seite steht. Wir im Landeskrankenhaus in Feldkirch sind 24 Stunden über 7 Tage erreichbar. Wir haben immer die Möglichkeit, wenn es irgendwelche Probleme gibt, als Anlaufstelle. Die Patienten können jederzeit zu uns kommen. Es ist bei uns auch immer ein Facharzt mit im Haus und der wird dann auch den Weg begleiten, wenn es zu speziellen Fragen kommt, wenn es um die Implantologie geht. Auch die Logopädinnen sind 5 Tage bei uns im Haus. Auch die sind speziell geschult im gesamten Bereich Implantologie.